Good Morning Riyadh. Wir sind ja gestern Abend angekommen und heute werden wir mal was in der Stadt erkunden. Sehr viel gibt es da jetzt nicht zum sehen, das ist eher das, wo Millionen Leute wohnen, aber wo man sich nicht so viel anschauen kann. Aber auch zwei Sachen haben wir im Programm und es geht jetzt los. So, ich muss ein wenig lauter reden, weil viele Geräusche im Hintergrund sind. Da hinten wird das baut, da fahren Autos. Was wir euch aber zeigen wollen, ist genau das da oben. Die neue Trasse von der Metro von Riyadh ist, glaube ich, erst heuer oder letztes Jahr eröffnet worden, also komplett neu. Und die werden wir jetzt als Transportmittel der Wahl nehmen, weil Uber ist doch ein bisschen teuer. Metro. Wir haben gerade gefragt, ob wir filmen dürfen. Wir dürfen aber nicht umschauen, weil ziemlich viel ist aus. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie geil das wird. Aber es ist voll cool und man hat einen coolen Überblick über die ganze Stadt. So, wir sind jetzt in At-Turaif, ist quasi der historische Teil von Riyadh, wo man das so sagen kann. Weil es auch unter Diriyah irgendwie bekannt ist. Das ist nicht ganz klar. Das Spannende ist, tagsüber ist das Ticket gratis, man muss aber trotzdem ein Ticket ziehen und anmelden. Das heißt mit Telefonnummer, E-Mail, Name, Geburtsdatum und dem Ganzen drumherum. Das heißt, du bist da überall eigentlich ein sehr gläserner Mensch. Ja, spannend. Wir schauen uns das jetzt einmal an. Was man noch hinzufügen möchten, die ganzen Personen, die da herumstehen und an Richtungen weisen, extrem freundlich, extrem nett. Man hat ständig das Gefühl, dass man gut aufgehoben ist und aber trotzdem nicht aufdringlich, sondern einfach total angenehm, also wirklich voll lieb. Jetzt vielleicht im Hintergrund, der Muezzin. Wer schon mal in einem arabischen Land war, wird es kennen. Mehrmals täglich wird nach dem Gebet gerufen und damit das keiner versäumt, wird in Lautsprechern der Muezzin übertragen. Also, wenn man was in einem neuen Land anschauen muss, dann ist es ein Supermarkt, weil da sieht man oft, ob irgendwas ganz anders ist oder wie bei uns. Wir sind jetzt in Saudi-Arabien, in Riyadh, in einem Supermarkt und es schaut eigentlich genauso aus wie bei uns, nur dass ein paar Produkte anders sind. Im Hintergrund sehr viel Waschmittel, also das dürfte wichtig sein. Aber da hinten geht es schon weiter mit allem was Käse und Eier und sehr viel Milch. Ja, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Also wir haben uns jetzt ein bisschen umgeschaut, es gibt verschiedenste Sachen, aber das meiste ist wie daheim. Man hat Auswahl Ende nie. Ich
Preise sind nicht so niedrig, darum haben wir uns jetzt nur mit einer Kleinigkeit ausgestattet. Smoky Mutterball, definitiv cool, sowas gibt es bei uns nicht. Und passendes Brot dazu. Und damit wir nicht verdursten, gibt es auch noch ein Wasser. Wir befinden uns im Kofferraum von einem Auto. Jetzt haben wir eine Tour gebucht, die uns zu einem sehr, sehr schönen Ort bringen soll, und zwar zum Edge of the World. Man fährt von Riyadh ungefähr eine Stunde hin, haben wir gesehen. Wir haben da jetzt so ein ziemlich cooles Auto, das uns dort durch die Wüste durchfetzen wird, und wir sind sehr gespannt. Also wir sind jetzt kurz bei so einer Kamelfarm stehen geblieben und da zeigt uns jetzt die Jungen, jetzt haben wir jetzt nur die Alten gesehen, die waren nicht so arg motiviert, aber jetzt sehen wir ein paar Junge und wow, voll lieb. Ich hoffe nur, die werden nicht ausgebeutet, das war nicht so gut, aber boah, schaut euch das an. Also für jeden, der Edge of the World selber machen möchte, dem muss bewusst sein, es sind mehrere Kilometer in der Wüste, ohne Beschilderung, auf einem sehr schmalen Weg, mit einem guten 4x4 Fahrzeug fahren sollte. Und da ist Get Your Guide sicher eine gute Alternative. Die Tour kostet uns 45 € und ist von Riyadh aus mit Abendessen. Und ja, ich glaube, dass sich das auszahlt. Spannend. Dann war eine Höhle, 150 Meter tief. Es modert herum, aber wir wissen nicht genau, was wir da jetzt vorhaben. Aber mal schauen. Ja, also es ist da schon wieder gar, glaube ich. Aber es sind extrem viele Leute und enger Raum. Und es ist so stickig. Also muss man nicht unbedingt. Sehr unangenehm, muss man wegen. Aber wir sind ja schon höhlengeschädigt. Ja, wird gut, wenn wir da wieder rauskommen. Also, wir haben jetzt unser Ziel des Tages erreicht, den Edge of the World in der Nähe von Riyadh. Da ist ein Gebirgszug, der sich von Süd nach Nord zirkt, und da ist genau die Abbruchkante, was eine spektakuläre Landschaft mit sich bringt. Und jetzt machen wir das zum Sonnenuntergang, was nochmal eine besondere Stimmung bringt. Schaut sich das an. Also die Wanderung da dauert etwa 15 Minuten.
Leider sind immer wieder recht viele Plastikflaschen am Wegesrand. Ist da auch wahrscheinlich nicht so das Bewusstsein vorhanden für die Umwelt. Aber wir sind jetzt genau bei dem Ort angekommen, wo immer geworben wird, und zwar mit der richtig coolen Säule da. Schauen wir uns das mal an. Hinter mir, ihr seht da die Klippe hinter mir, und das war früher ein Meer, jetzt ist das natürlich ausgetrocknet, aber nicht weniger schön. Mit dem Sonnenuntergang traumhaft, so kann Saudi-Arabien starten. So, Laura, Fazit zum Edge of the World. Also es ist ziemlich schön. Es sind ziemlich viele Leute da, das ist nicht so viel, aber es ist sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Sowas haben wir noch nie gesehen. Das war's wahrscheinlich mit den Highlights, was man in Riyadh machen kann. Weiter geht's dann in Al-Ain.